Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid und mit mir eine weitere Woche bestreitet und bestritten habt und bestreiten werdet, wie auch immer. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wollte euch ein bisschen von meiner Woche erzählen, mein Wochenhighlight, wobei ich es diese Woche so gar nicht nennen mag, ehrlich gesagt. Ich habe länger überlegt, was ich jetzt hier mit euch teilen möchte. Ich teile ja sonst eigentlich immer die ganz positiven Dinge, so gut es denn geht. Und diese Woche finde ich es aber wichtiger, etwas anderes mit euch zu teilen und das Positive nur am Rande zu erwähnen, damit es überhaupt erwähnt ist und wir uns darauf konzentrieren können. Aber dennoch ist es mir wichtig, etwas anderes mit euch zu teilen, das mich in der letzten Woche und aber auch schon in der Woche davor doch sehr beschäftigt hat und auch ein Stück weit glücklich macht und auch natürlich ein Stück weit glücklich macht und die Woche sonniger gemacht hat. Aber es ist nicht eine ausschließlich positive, tolle Sache. Sie hat auch einen traurigen Beigeschmack und sie ist auch sehr anstrengend. Also ein bisschen anders diese Woche. Und zwar geht es darum, dass wir in der letzten Woche schon, da war ich allerdings auch noch gar nicht so leistungsfähig, aus Datenschutzgründen gerade gar nicht so einfach. Ich versuche es mal ganz abstrakt zu halten. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit und bitte fragt nicht nach, wer jetzt das sein mag oder nicht. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Aber es gibt einen Menschen, der in einer großen Firma arbeitet und dort auch sehr beliebt ist und bekannt ist. Der arbeitet da schon über 30 Jahre. Und dieser Mensch ist in eine Notlage geraten, war jetzt mehrfach im Krankenhaus man musste ihn aus seiner Wohnung retten. Das passiert ja immer mal, so Stürze oder irgendwelche Geschichten, das passiert ja immer mal. Das an sich ist jetzt ja noch nicht so außergewöhnlich, aber was dann halt passiert ist, dass man ihn aus dem Krankenhaus entlassen hat und in die häusliche Obhut von niemandem übergeben hat. Man hat ihm zwar wohl einen Pflegedienst angeboten, den er aber ausgeschlagen hat, weil er sagt, so ist es nicht, er ist nicht so alt, er braucht keine Pflege an sich, er braucht halt nur gerade Unterstützung ein bisschen. Er kann schon aufstehen, aber er kann halt vieles nicht. Deswegen hat er die Pflege ausgeschlagen. Erschien ihm nicht angemessen. Und dann hat man ihn entlassen. Und er ist dann tatsächlich ohne Lebensmittel nach Hause gekommen. Und es stellte sich heraus, dass er auch kein Wasser hat. Und so war er schon einmal in den vergangenen Wochen, während seiner Krankenhausaufenthalte, hilflos und war dehydriert und wurde nach über einer Woche mit der Polizei aus der Wohnung geholt, weil der Arbeitgeber sich gemeldet hat und angemeldet hat, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wir erreichen den nicht. Und nun wurde er wieder in sein Zuhause entlassen und ihm wurde keine weitere Hilfe oder Unterstützung zugesagt, außer ein Pflegedienst. Aber der hilft auch nicht, wenn es kein Wasser in der Wohnung gibt zum Beispiel. Da hätten andere Schritte erfolgen müssen, die sind aber nicht erfolgt. Und er hatte auch keine wirkliche Möglichkeit, sich zu melden. Tatsächlich ging das Handy auch nicht mehr. Das hat er gar nicht gefunden. Das ist verschollen, genauso wie seine Hose, seine Schuhe. Die Umstände sind ein bisschen schwer nachzuvollziehen, denn er war in diesen Tagen, in denen er da so hilflos in seiner Wohnung lag, auch gar nicht mehr bei Bewusstsein die meiste Zeit. Und wie er da jetzt wirklich rausgekommen ist, weiß er gar nicht mehr so genau. Und was da mit seinen Dingen passiert ist, auch nicht. Und ja, er konnte sich auf jeden Fall aus eigener Kraft auch nicht melden. Und er hatte nicht den Mut oder die Courage, sich bei seinen Nachbarn zu melden und um Hilfe zu bitten. Und so hat er tatsächlich in der Wohnung gesessen und auf ein Wunder gehofft. Irgendwie. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ich hätte mich sicherlich auch bei meinen nicht so netten Nachbarn gemeldet. Aber wir sind halt verschieden. Und man kann nicht davon ausgehen. Und er hatte nur eine Handvoll Freunde. Und davon sind auch nicht alle wirkliche Freunde, sondern vielleicht
einer ein ganz wirklicher Freund. Das andere sind gute Bekannte, die zwar ihm sehr wohlgesonnen sind, aber auch nicht den engen Kontakt haben. Und er hat nicht das Netzwerk, er hat keine Familie und er ist einfach mal unten durchgerutscht. Und so war er total hilflos und allein und sah für sich selbst keine Möglichkeit, um Hilfe zu bitten. Und wir sind dann eines Abends hingefahren, aus einem Gefühl heraus, dass wir das tun sollten. Wir haben da hier in unserem kleinen Dreier-Familienrat drüber gesprochen und ich hatte das dringende Gefühl, wir sollten hinfahren. Die Umstände, warum und wie, das möchte ich jetzt eben nicht erklären, um dem Menschen möglichst ganz viel Datenschutz zukommen zu lassen. Und wir sind hingefahren und es war wirklich schon wieder ganz knapp. Und ja, wir haben ihm ganz viel zu essen und zu trinken gebracht und haben ihn erstmal versorgt, ihm aufgeholfen und Erste Hilfe geleistet, nicht medizinischer Art. Und er macht seitdem jeden Tag große Fortschritte und es ist sehr schön mit anzusehen. Wir fahren jeden Tag hin, jemand anders übernimmt am Vormittag, holt ihn ab, nimmt ihn mit und versorgt ihn dort. Und Abend, Nachmittag fahren wir hin und sind dort und kümmern uns um alles Mögliche, auch um angelaufene Post zum Beispiel, das erledigt werden muss. Und das ist so eine hübsch-hässlich Geschichte. Einerseits bin ich sehr dankbar und sehr glücklich, dass er diese Hilfe annimmt und zulässt, denn so eng sind wir mit ihm nicht gewesen. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass wir hingefahren sind. Denn er hat uns dann am nächsten Tag, einen Tag später, hat er gesagt, ja, wenn ihr nicht gekommen wärt, dann wäre ich hier wieder liegen geblieben und dann wäre es diesmal nicht gut gegangen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das getan haben. Ich bin sehr dankbar und ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, dass es ihm besser geht und er rosige Wangen bekommt, einen guten Appetit hat, hat gestern so viel gegessen wie die ganzen Tage nicht. Und inzwischen auch Essenswünsche geäußert, ein gutes Zeichen und er steht auf und er geht schon sehr viel stabiler und es geht alles seinen rechten Gang und auch die Umstände, die bei ihm sind, die zu Hilflosigkeit geführt haben in der Wohnung auch, da sind wir auch fleißig dabei, die zu beseitigen und ihm einfach wieder zurückzuhelfen in ein normales, gutes Leben. Denn das ist ihm vor längerer Zeit offensichtlich schon entglitten. Und das hat keiner geahnt. In dieser großen Firma mit den vielen Arbeitskollegen, mit denen er gut kann und die sich jetzt auch alle nach ihm erkundigen, die sich alle auch Sorgen machen und ihm gute Wünsche schicken, hat keiner mitbekommen, dass dieser Mensch auf einer gewissen Art in einer Notlage war. Nicht finanzieller Art, aber man kann auch anders in Notlagen geraten, aus verschiedenen Gründen. Und das hat keiner bemerkt. Und das ist ja auch das Ziel. Menschen, die in einer Notlage sind, wollen das ja auch nicht unbedingt, dass man das bemerkt. Und auch sein Bestreben war, als wir da das erste Mal angekommen sind, eher uns auf Abstand zu halten und uns nicht teilhaben zu lassen, in was für einer Not er sich befindet. Und das macht mich wiederum sehr betroffen, wie schnell Menschen irgendwie durchrutschen. Und wir merken es nicht. Und das schon bei Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir eigentlich täglich sehen. Wie ist es dann bitte mit vielen Menschen, mit denen wir nicht so engen Kontakt haben? Es macht mich sehr betroffen, wirklich sehr betroffen, wie schnell wir aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind auf eine Art. Aus verschiedenen Gründen möchte ich hier gar nicht weiter benennen, was seine persönlichen Gründe und Schwierigkeiten und waren und wie sich seine Notlage zusammengesetzt hat. Aber ja, es geht einfach sehr schnell und das ist mein Appell, deswegen teile ich das hier mit euch. Haltet die Augen offen, wobei ich nicht meine, dass wir uns gegenseitig bespitzeln sollen, aber schon aufmerksam sein und einmal mehr nachfragen und wenn ihr könnt und mögt, Hilfe anbieten und Hilfe schenken. Auch wenn dieser jemand vielleicht im ersten Moment ein bisschen unnahbar wirkt und vielleicht euch auch erst wegschickt. So ist es bei uns auch gewesen. Wir sind dann einfach eine halbe Stunde später nochmal wiedergekommen mit ein bisschen mehr Ausrüstung und dann war es auch okay. Aber
Ja, lasst uns aufeinander Acht geben. Liebevoll, nicht dominant, nicht bevormundend, ganz wichtig. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich möchte jedem Menschen ganz viel Freiheit oder eigentlich die maximale Freiheit lassen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Freiheit lassen und hängen lassen. Lasst uns aufeinander Acht geben und füreinander da sein. Im direkten Umfeld, aber auch online. Heutzutage spielt sich sehr viel online ab und auch da, oder was heißt auch da, gerade da ist es noch viel schwieriger zu sehen, wie es dahinter aussieht. Lasst uns gut aufeinander aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass diese Entfremdung, die ich schon lange bemerke und auch schon lange ganz unangenehm finde, dass die rasend schnell vorangeschritten ist, auch während der Corona-Pandemie. Und ja, mir ist es ein großes Anliegen, da jetzt noch mehr gegenzuwirken. Ich habe mir da immer schon sehr viel Mühe gegeben, aber jetzt ist es aus meinem tiefsten Herzen heraus ein riesengroßes Bedürfnis geworden. Also, wenn ihr könnt und mögt, haltet die Augen auf, achtet aufeinander, liebevoll, wertschätzend, fürsorglich und lasst uns füreinander da sein. In diesem Sinne, macht es ganz gut. Tschüss.